Vorhang auf für zwei neue Gehäuse von Be Quiet. Gestatten das Lightbase 900 und das Lightbase 600. Beide Modelle gehen in wenigen Wochen in den Verkauf und ich kann dir jetzt schon exklusive Preview-Einblicke der neuen Showgehäuse zeigen. Wie vielfältig diese nutzbar sind und was du alles damit machen kannst, das erfährst du in den nächsten Minuten. Viel Spaß mit dem Video! Und damit nochmal ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Marcel und ich möchte dir die besagten Gehäuse in den nächsten Minuten genauer vorstellen. Dabei handelt es sich um zwei Gehäuse, die jeweils in zwei Varianten Farb- und Lüfterausführung an den Start gehen werden. Zugegeben, mit dem Showcase ist Be Quiet etwas spät dran, aber das muss auch nicht wirklich ein Grund sein, dass das Produkt auch schlechter wird, oder? Was haben wir hier nun also ganz konkret? Das Lightbase 900 ist das größere Modell beider Gehäuse und kommt streng genommen in 4 Versionen daher. Weiß und Schwarz bzw. mit und ohne Lightwings RGB-Lüfter, sowie mit FX, also mit Lüfter, und DX ohne Lüftersuffix. Daran erkennt man es dann halt entsprechend. Das kleinere Lightbase 600 verfolgt das gleiche Schema. Es wird ebenfalls in Weiß und Schwarz angeboten, sowie mit und ohne Lüfter und hat dementsprechend auch eine andere Namensgebung spendiert bekommen. Thema Lüfter ist auch noch sehr wichtig zu erwähnen. Im 900er ist ein Lightwings Inverted Lüfter mit verbaut, also umgedrehte Propellerrichtung, sodass es auch entsprechend vernünftig aussieht. Und im 600er gibt es komplett neue Lüfter, die nennen sich Lightwings LX. Die wird es künftig auch einzeln geben im Triple Pack in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Leistungsabstufungen. Weitere Informationen findest du hier in der Videobeschreibung. Die Lüfter selbst sind auch als reversed oder invertiert ausgeführt, sodass die Lüfterblätter ebenfalls herumgedreht sind. Das hat den Vorteil, dass die unschöne Rückseite eben nicht zu sehen ist, wenn man sie nach innen gerichtet verbaut, wie du hier auf den Überblendungen sehen kannst. Grundlegend kann man bei beiden Modellen sagen, dass sie als Zweikammer-Design konzipiert wurden. Im Hauptbereich befindet sich die Hardware, während auf der Rückseite Netzteil, Kabelhubs und Datenträger untergebracht sind. Wie man sieht, hat man bei beiden Gehäusen zwei große Glaselemente implementiert, die als zentrales Designelement dienen. Hinzu kommt auch noch der wirklich sehr präsente und umlaufende LED-Streifen, der in Summe 1,5 Meter lang ist. Wirklich spannend wird es aber, wenn man flexibel agieren möchte. Binnen Sekunden lassen sich die Gehäuse nämlich invertiert oder gar in einer dritten Position, in dem Falle liegend, nutzen. Dazu müssen nur die 4 Standfüße, ohne Werkzeug versteht sich, gelöst und gegebenenfalls an der anderen Seite befestigt werden. Dadurch ergeben sich sehr viele Nutzungsszenarien, ob nun links oder rechts auf dem Schreibtisch, beispielsweise als HTPC-Showcase im Wohnzimmer oder gar als Benchtable, den man tagtäglich nutzt, um seine Tests durchzuführen. Gerade letzteres ist sehr einfach zu realisieren, weil die Frontscheibe auch mittels 2 Schrauben ganz einfach herausgenommen werden kann. Wie du siehst, sind alle Seiten die Schokoladenseiten der Gehäuse, denn der LED-Streifen ist komplett umlaufend und so gestaltet, dass dieser in jeder Aufstellposition immer perfekt zu sehen ist. In Summe hat man hier 1,5 Meter Leuchtstreifen verbaut, die halt dann für die Effekte zuständig sind. Das Frontpanel bietet 2 USB 3.0 Typ A Stecker sowie einen USB-C Stecker, den Reset- und Power-Button sowie auch einen Knopf für die Lichtsteuerung, die bereits out of the box komplett synchronisiert agiert. Ein Klinkenstecker für die Audio-Wiedergabe findest du hier auch. Interessante Fakten lassen sich auch im Innenraum besprechen. So sind die Gehäuse auch für die Nutzung der kabellosen Komponenten in Form von MSI Project Zero, Asus PTF oder Gigabyte Stealth ausgelegt und geeignet. Damit der Showcharakter auch voll umgesetzt werden kann, können je Korpus bis zu 10 Lüfter hier verbaut werden. Diese lassen sich dann auch komfortabel über 2 Lüfter bzw. RGB-Hubs steuern. Clever an dieser Stelle ist, dass man oben und unten je einen Hub verbaut hat. So entfallen lange Kabelwege und das Kabelmanagement profitiert dann auch davon. Pro Hub können bis zu 5 Lüfter angeschlossen werden. Hinsichtlich des Staubschutzes ist man hier auch gut vorbereitet. Das große Seitenteil hat ein ebenso großes Staubschutzkit erhalten, was man auch herausnehmen kann. Dieses ist bei beiden Gehäusen verbaut, also dem 900er und dem 600er. Der Top-Bereich ist ebenfalls mit einem Staubcutter versehen. Zudem lässt sich der Deckel mit Lösen einer Schraube ganz leicht entfernen und man kommt bei der Montage deutlich besser ins Innere des Gehäuses. Beim 900er ist hier auch noch ein externes oder ein herausnehmbares Bracket mit installiert, sodass man beispielsweise die Wasserkühlung oder Lüfter extern verbauen kann. Generell kann man sagen, dass hier wieder sehr viel Wert auf Details gelegt wurde, wie beispielsweise die weiß eingefärbten Platinen vom Lüfterhub, weiß eingefärbte Anschlusskabel von Frontpanel oder aber auch den individuell verstellbaren Grafikkartenhalter, der nach oben oder nach unten justiert werden kann.
Apropos Grafikkarte, beim Lightbase 900 ist es auch möglich, die Grafikkarte wieder vertikal zu verbauen. Dazu muss dieser Bereich umgebaut werden, genauso wie wir das schon aus dem Darkbase Pro 901 kennen. Beim 600er gibt es diese Funktion leider nicht. Apropos Montage, im 900er kann sogar ein 420 mm Radiator verbaut werden. Beim kleineren Gehäuse ist es maximal mit 360 mm möglich, was ich denke immer noch ein guter Wert darstellt. Die Hardware ist dank des großzügigen Platzangebotes in beiden Gehäusen sehr einfach und sehr angenehm einzubauen, und das meine ich wirklich ganz subjektiv hier, da ich sie eben auch schon gemacht habe. Und auch rückseitig ist genügend Platz vorhanden, um dicke Kabelstränge unterzubringen. Also ihr seht es hier in der Überblendung, man kann das gut verstauen und auch als Knäuel dann in die Ecke drücken. Die HDDs werden entkoppelt in einem herausnehmbaren Rahmen eingeschoben und mit Rändelschrauben dann befestigt. So wie wir das ja auch schon von anderen Gehäusen der aktuellen Generation von Be Quiet kennen. 2,5 Zoll Laufwerke werden dann in der schwenkbaren Abdeckung befestigt, die dann auch mit kleinen Gummipuffern noch entkoppelt werden. Großzügige Öffnungen findest du hier auch an vielen Stellen, sodass das Durchführen der Anschlussstränge eben, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach vonstatten geht. Im finalen Produkt werden dann auch an vielen Stellen hier Velcro-Stripes vorhanden sein. Die sind hier in diesem Vorserienprodukt noch nicht vorhanden. Ich kenne es aber aus anderen Be Quiet Gehäusen und da wird man das definitiv so machen. Bei der generellen Festplattenunterstützung sieht es so aus, dass beim Lightbase 900 2 HDD plus 2 SSD oder einmal HDD plus 4x SSD oder 6x SSD verbaut werden können. Beim 600er sieht es so aus, eine HDD, also 3,5 Zoll plus 4x SSD oder 2 3,5 Zoll plus 2 3,5 Zoll. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf meinen Artikel hinweisen. Dort findest du noch eine ganze Menge mehr Informationen. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich hier erzählt habe. Kommen wir damit auch zum Ende des Videos. Was lässt sich jetzt sagen? Ich finde, die Gehäuse sind erstklassig umgesetzt worden, wieder sehr detailversessen und vor allem vielfältig einsetzbar. Auch bei der Größe gibt es für jeden Anwendungsfall das passende Stück, bin ich der Meinung. Klar könnte man sagen, dass die Optik ganz und gar nicht dem von Be Quiet Gewohnten entspricht, aber oftmals erscheinen weniger konservative Herangehensweisen doch eher der Weg zum Erfolg zu sein. Oder was meinst du? Die Namensgebung lässt im Übrigen auch noch ein wenig Spielraum für weitere Modelle zu. Also hier dürfen wir definitiv gespannt sein, was es noch geben wird in den nächsten Monaten, Jahren. Wer jetzt die neuen Lightbases haben möchte, der muss sich noch bis Mitte September gedulden, denn dann sind sie auch final im Handel verfügbar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, klick gerne den Abo-Button und die Glocke an, dann verpasst du keine Videos dieser Art mehr. Und wir hören oder sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.